Also der Mitad del Mundo hier ist eine volle Enttäuschung. Touristenfalle Mitad del Mundo. Wir haben ein bisschen Angst, was uns da entgegenkommt. Ich glaube, das war jetzt oder ist jetzt mit Abstand das Höchste, auf dem wir jemals waren. Man merkt die Höhenluft. Jubel! Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind hier aufgewacht, wo wir quasi das letzte Mal uns von euch verabschiedet haben. Und zwar bei den heißen Quellen. Hier sind die Temperaturen auch etwas wärmer über den Tag, weil wir ein bisschen niedriger sind als die letzten Tage. Deswegen machen wir uns jetzt einen Kaffee oder beziehungsweise haben wir uns schon einen gemacht, machen alles ready. Und dann haben wir erstmal einen holprigen Weg vor uns, aber auch einen krassen großen Meilenstein vor Augen. Wenn alles klappt, fahren wir heute über die Mitad del Mundo, also über die Äquatorlinie. Und wir jetzt kommen in 2 Kilometern die asphaltierte Straße, die uns versprochen wurde. Das war eine Fahrt. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder auf Teer und die Reifen sind wieder aufgepumpt. Und kaum sind wir wieder auf normalen Straßen unterwegs, ist der Verkehr einfach, wie soll man dazu sagen, da. Es sind sehr viele Autos, sehr viele LKWs unterwegs und wir kommen nur sehr langsam voran und es ziehen wieder Regenwolken auf. Fängt schon wieder an zu regnen? Ja, ne? Wir sind aber auf jeden Fall auf dem Weg Richtung Äquator. Wir sind kurz vor Hälfte der Weltkugel. Der Erdkugel. Krass geworden. Der Parkplatz und irgendwie das Museum und das alles drumherum hat schon um 5 zugemacht und dadurch, dass wir diese holprige Piste gefahren sind, haben wir wesentlich mehr Zeit gebraucht. Aber den offiziellen Platz zum Äquator, den kann man wohl noch besuchen. Jetzt haben wir hier einfach außerhalb des Parkplatzes geparkt, schließen alles gut ab und dann gehen wir einmal auf die Äquatorlinie. Steht aber einer.
Also der Mitad del Mundo hier ist eine volle Enttäuschung, Leute. Touristenfalle. Nummer 2. Touristenfalle Mitad del Mundo. Hier muss man Eintritt bezahlen und das schließt auch schon um 5 und man kann zwar hier das Monument noch erspähen von außerhalb, aber ja, wir dachten, hier gibt es eine Linie und man kann Süden und Norden Fotos machen und ja, ich wollte ein Foto machen. Jetzt überlegen wir uns aber nochmal. Jetzt waren wir auf jeden Fall erstmal auf dem Campingplatz, weil es wird schon spät. Und dann fahren wir vielleicht nochmal zur Äquatorlinie. Wäre schon cool, wenn man schon mal hier ist. Außerdem will ich einen Hund am Äquatorfoto. Gibt es bestimmt auch schon Tausende, aber nicht mit Pepper. Hey Peppi, du bist am Äquator. Ohne Menschen im Hintergrund. Tip-Top-Style. Was nimmst du sie? Stopp. Was habt ihr? Für uns geht es morgen auf Wanderung und zwar in höheren Lagen. Sprich, es wird kalt und Basti hat seine Wanderhose und so in unserer Tasche oben auf dem Dach. Und das ist jetzt seit einer sehr langen Zeit, dass wir die Tasche mal wieder aufmachen. Und wir haben ein bisschen Angst, was uns da entgegenkommt, wenn wir ganz ehrlich sind. Okay. Was passiert, Tobias? Noch nicht. Das sind die Waschbärli. Wir haben sogar Zuschauer. Und? So, der erste Blick sieht ganz okay aus. Unsere warmen Schlappen. Brauchen wir unsere warmen Schlappen? Wo sind die Waschbären? Hier gibt's, ich glaube... Nichts nass? Nichts? Keine Tiere. Nee, es fühlt sich auch nicht nass an. Geil. Also, keine Ahnung, ich meine, es ist jetzt nur die erste Schicht, ne? Aber Also die hier, die werden ja die ersten. Nice. unsere Überdecke, unsere Kuscheldecke. Die brauchen wir noch nicht. Aber es riecht noch nicht mal schlimm. Es riecht noch frisch gewaschen. Voll gut. Willst du auch mal dran riechen? Frisch gewaschen, naja. Naja, aber Aber nicht, Nicht mal muffig. nicht muffig. Um 6 abfahren, hä? Ja. Um 6 ist Abfahrt. Schlaft gut. Gute Nacht. Welche magst du denn haben? Krasse Tasche. Es ist alles trocken. Es riecht alles noch. Und dir, also dir Frisch gewaschen. Das riecht wirklich frisch gewaschen. Ein richtig krasses Unwetter und alles schon mitgemacht. Also Oh. wirklich alles. Muchas Merci. gracias. So, jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Ja, richtig gut. Oh oh. Vielleicht sind auch ein paar Milben drin oder so. So, das packen wir mal aus, die wichtigsten Sachen. Ja. Guck mal, hier ist auch noch ein Pulli von dir. Hey, ist voll viel Kram. Das erleichtert uns jetzt. Jetzt können wir gut schlafen gehen. Da hatten wir echt ein bisschen Sorge vor. Wir sehen uns morgen früh um 6.
Guten Morgen und was für ein schöner Morgen es ist. Ihr könnt es kaum glauben. Wir sind auf dem Weg Richtung Cotopaxi und es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint und wir freuen uns einfach mega drauf. Eine Kurve Gas geben, habe ich richtig verstanden? Ja, danke. Gas geben, haben wir richtig verstanden? Ja, Gas geben. Alright, wir geben unser Bestes. Was der erste Gang zu bieten hat. Wahnsinn, was für ein Anblick. Aber die Straße hier hoch hat es auf jeden Fall wieder ordentlich in sich. Neuer Rekord, wir sind auf 4050 Metern. Wir sind auf 4050 Metern! Achso, ja, und ich trage seit ewiger Zeit mal wieder Mütze. Aber echt warm wie Hölle. Ey, draußen ist kalt. Ja, draußen. Das war ab und zu echt heftig. Geil! Regenjacke nicht vergessen. Haben wir dabei. So ein bisschen auf oder nur Schlitz, also mit halb. Das nächste Mal. Hast du die Regenjacke nicht hingezogen? So, einmal die Fakten. Wie hoch, wie weit laufen wir, wie viele Höhenmeter machen wir noch? Wer weiß es? Also der Plan ist 6,9 Kilometer, etwa 1350 Höhenmeter, wenn wir bis zum Gipfel gehen. Wird wahrscheinlich schwierig. Aber schauen wir mal. Schaffen wir! Wir hatten heute Morgen einfach so unfassbares Glück, dass wir den Vulkan einmal den kompletten Kegel bis zur Spitze gesehen haben. Es ist schon komplett zugezogen und Manometer, man merkt die Höhenluft. Direkt, ich glaube, wir sind noch keine 500 Meter gegangen.
Aber die Landschaft ist einfach nur unglaublich. Haben wir uns verdient. Wir kommen höher und weiter in die Wolken. Wir sind jetzt auf 4700 Meter. Hier hinter mir ist der offizielle Parkplatz, aber wir haben die Straßen, die sind wir jetzt ja gerade hochgelaufen und das hätten wir auf keinen Fall mit unseren Vans geschafft. Aber hier lassen sich die meisten hochfahren und dann geht es hier jetzt einen sandigen Weg hoch und oben soll eine Hütte sein, wo man was Warmes trinken kann. Dadurch, dass wir jetzt die Straße hochlaufen mussten und die anderen alle an uns vorbei chauffiert wurden, sind wir jetzt leider auch nicht mehr die Einzigen und alleine hier, sondern es marschieren schon einige hier hoch, muss man sagen. Es hat ein bisschen Ben Nevis-Style. Aber die Landschaft ist einfach gigantisch. Da geht's hoch. Ich glaube, das war jetzt oder ist jetzt mit Abstand das Höchste, auf dem wir jemals waren. Und man kann ihn wieder sehen. Wir können die Hütte sehen. Sie ist zum Greifen nah. Haben wir das? Es ist des Todes anstrengend. Und trotzdem so motiviert. Ich könnte jetzt oben hochlaufen. Nein. Das wird echt passieren. Das ist so eine tolle Erfahrung. Es macht so viel Spaß. Und wir sind irgendwie so froh, mit Valeria und Tobi unterwegs zu sein, die auch so viele Probleme mit ihrem Van hatten und wir jetzt zusammen einfach so richtig neue Reiselust bekommen. Aber es ist schon Wahnsinn, was so dünne Luft mit einem macht. Und hier liegt erst zum ersten Mal Schnee. Hier ist die Schneegrenze. Ich hab Bock hochzulaufen. Gut. Können wir aber nicht. Wir müssen noch eine Schicht anziehen, es wird ganz schön kalt. Wir haben noch nicht ganz die 5000 Meter geschafft, 4864 Meter. Aber vielleicht schaffen wir es ja. Wir probieren es mal, soweit wir kommen, solange unsere Körper mitmachen. Vamos, 5000. Ahoi. Das ist die 5000. Der größte Schweinehund, den es jemals gab. Komm, Svenja! (4.991) 10 Meter! Wo ist die Linie?
Jubel! Auf 5000 schmeckt alles besser, ha? Alles. Und keine Menschenseele. Die sind alle an der Hütte. Bei der heißen Schokolade. Ja, ich kann es verstehen. Die zwei Verrückten. machen noch 200 Meter mehr. Wir haben gehört, unten gibt es eine heiße Schokolade. Nein, Peppi wartet auf uns. Vorsicht, Stein. Und Peppi wartet auf uns, deswegen gehen wir wieder runter. Aber 5000 ist auch für uns Ein gutes. sehr gutes Tagesziel. Sehr, sehr gut. Hallo. Oh. Verrückt, wie schnell das Wetter jetzt umgeschlagen hat. Dichter Nebel, also wirklich richtig krass dichter Nebel. Und jetzt hat es angefangen zu hageln. Aber wir haben es gleich zum Auto geschafft. Hat das Wetter hier sich schnell gewendet. Es hat einfach richtig gehagelt. Wir sind klitschnass. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Dadurch, dass wir so hoch sind, können wir aktuell auch noch nicht unsere Standheizung anmachen. Die müssen wir noch umstellen. Deswegen ist es auch frostig bis kalt hier. Ja. Wir hoffen einfach, dass die Sonne, ich kann sie schon oben auf dem Gipfel sehen, die gleich hier runter durchkommt und den Van wieder aufwärmt. Jetzt kommt die Wahrheit, der Moment der Wahrheit. Jetzt kommt der Moment. Also, Bei denen hat es schon mal bei geklappt. den zwei war das easy peasy. Oh Gott. Also, Anthony, ¿me copias? ja. Also, Also wir versuchen jetzt unser Auto auf 4.500 Meter zu starten. Das haben wir noch nie gemacht und wir haben richtig Schiss davor. Nicht zu lang vorkleben. Ich mach genau wie ein Punkt. Gib Gas. Warum gibt er denn kein Gas? Lines is ready. Warum gibt er denn keinen Gas? Ja, muss er. Motorkontrolle Standlicht? Ne. Ja. Also beim ersten Mal ist er gar nicht angesprungen. Aber Jetzt ist er angesprungen. Anschieben? Wir ein bisschen Kurzzeit gehen wir besser an. Nix. Doch, jetzt. Walker 2 lebt. Die Drehzahl hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber er fährt. Halleluja. Und jetzt das ganze Ding wieder bergab. Er fährt. Oh Gott, ey. Bye bye, Cotopaxi. Schön war's. Wie sind wir hier hochgekommen? Keine Ahnung.
So, wir sind wieder in Quito angekommen, auf dem Campingplatz, bei dem wir heute Morgen gestartet sind. Hier wollen wir uns in der Stadt morgen noch was angucken. Es war ein sensationeller Tag, es war richtig cool, hat Spaß gemacht, war super anstrengend. Es waren halt auch krasse Höhenunterschiede, so von 3000 gestartet bis auf 5000, dann wieder runter. Und jetzt sind wir wieder auf 3000 und eigentlich dachten wir alle, wir haben das ziemlich gut verkraftet, denn uns ging es einigermaßen gut, als wir bei den Vans wieder angekommen sind. Aber mittlerweile macht sich das doch ein bisschen bemerkbar. Kopfschmerzen und ja, fühlen uns so ein bisschen schwindelig und so ein Krams. Deswegen haben wir gesagt, für heute Abend reicht's und wir versuchen uns alle ein bisschen zu erholen, essen noch eine Kleinigkeit und dann hoffen wir, dass es uns morgen wieder besser geht und wir wieder nach Quito gestärkt uns das angucken können. Oder so. Brezel. Also gibt es jetzt Brezel und Apfel. Und wir sehen uns morgen. The ground is full of wreckage. India. Podemos llevar un perro. It's perfect. Everything is off. Right. And the picture. And you, the dog, our red, After you, sir. Yeah, better make your hair. You're on camera today. I didn't look in a mirror for the first 4 hours of my day. Yeah. Free walking till start. This is what club? Is 85 octane? 85. Like, we're at altitude, so you can do that. You should really low flow. For private or for in a school? So it was in a school and then did additional private. Was ist es? Yeah. So, Wie yeah. heißt es noch? This was like Ich wollte 2010 gerade Empanada sagen. Arepas to 2012. mit A while ago. Chorizo und Avocado, Tomate, was war noch drin? Zwiebeln Na, guten Salz. It's got und das corn. ist sehr guten Salz. Corn? Mine don't. Mais. And pickle? So, gestärkt mit Arepas. Die besten Arepas, die wir bisher hatten. Richtig lecker. Im Café Romance geht es jetzt auf die Procesión Viernes Santa? Zu spät. Viernes Santo. Viernes Santo. Prozession de Viernes Santo. Die größte Prozession hier im Land oder in ganz Südamerika. Wir haben heute Karfreitag, also übersetzt so ein bisschen die Karfreitagsprozession. Wir erwarten lila gekleidete Menschen und Männer, die sogar mit Kreuzen und Dornenzweigen um den Kopf ja, die Prozession mit tragen. Das ist ja der Hammer. Ist geil, oder? Richtig geil.
Wir sind hier auf dem großen Platz vor der Basilika und hier ist unten und oben geht die Prozession entlang und ist schon interessant und was wir noch nie so zuvor erlebt haben. Die meisten tragen so lilane Kutten, viele tragen große Kreuze oder Ketten an den Füßen. Also es ist schon was man so zuvor noch nicht gesehen hat. Wir sind wieder zurück im Van, zurück aus der Stadt. Basti hat sich schon direkt hinter den Laptop geklemmt und arbeitet am Vlog für Sonntag, weil am Sonntag, das ist schon morgen, geht es direkt weiter für uns ins nächste Abenteuer. Wir haben schon was richtig Cooles geplant. Das seht ihr dann aber im nächsten Vlog. Für diese Woche verabschieden wir uns von euch. Es hat richtig viel Spaß gemacht diese Woche. Es war so viel los. Von Cotopaxi, 5000 Meter über Meeresspiegel, bis zu kulturellen Ereignissen war einfach alles dabei. Wir sind auf der südlichen Halbkugel jetzt unterwegs, was einfach mega crazy ist. Leider sind wir nicht mehr zurückgefahren, aber ja, im Kopf war die Linie da und wir sind jetzt auf der Südhalbkugel. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und kommentiert fleißig das Emoji der Woche, ein Vulkan, unten in die Kommentare. Und wer es noch nicht getan hat, natürlich abonniert unseren Kanal. Wir stehen kurz vor den 10.000 Abonnenten und wir würden uns natürlich freuen, den Meilenstein so bald wie möglich mit euch feiern zu können. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke, Ende.